Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein Yoga Slim und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer steht bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar genau hier. Und mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Bei dem Gerät ist es übrigens so, dass das Display, das ist ja ein Touch, das heißt, das kann man nur als komplette Einheit austauschen. Bei der Tastatur und dem Touchpad ist es so, beides kommt zusammen mit dem Topcase, wenn man das mal tauschen muss. So, wenn man das Gerät öffnen will, muss man zuerst alle Schrauben entfernen. Und da gibt es zum einen die 4, die man hier außen sehen kann. Und es gibt aber auch hier unter dieser Gummischiene auch nochmal Schrauben. Und die ist hier eingedrückt und auch ein bisschen aufgeklebt. Das heißt, die muss man einfach dann hier tatsächlich, kommt man von der Rückseite ganz gut ran. Da muss man irgendwie drunter und das dann abziehen. Und ja, falls das mal ein bisschen schwerer geht, man kann sich da auch eine Hilfe nehmen und da dann drunter. Die muss man auf jeden Fall abnehmen. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr fest draufgeklebt. Also da muss man echt... Ich habe da jetzt wirklich richtig stark dran gezogen, um die überhaupt abzubekommen. Und die weitere Besonderheit ist, dass die Schrauben, die hier unten drunter sind, Torx-Schrauben sind, während die Schrauben hier außen ganz normale Kreuzschrauben sind. Ja, ich sage euch das gleich, weil ich benutze jetzt hier für alles ein Universalwerkzeugset. Super praktisch, da sind sowohl die Öffnerhebel, Pinzetten als auch die ganzen Aufsätze für den Schraubendreher mit dabei, inklusive Verlängerung, falls man das mal braucht. Und da ist es eben so, für die äußeren Schrauben, wie gesagt, würde man dann hier ein PH0 als Aufsatz benutzen. Und für die Schrauben unter dieser Gummischiene nimmt man dann hier ein T5 und dann kann man die Unterseite lösen. Die Unterseite an sich ist hier mit dem Gerät verbunden. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber hallo Fokus, genau hier läuft die dann einmal um das Gerät herum. Und auch da benutze ich zum Aufhebeln einen Öffner, der hier bei dem Werkzeugset dabei ist. Und wenn man die Gummischiene hier schon mal gelöst hat, sind die Chancen ganz hoch, dass man hier eh schon so eine kleine Öffnung hat. Und genau da würde ich jetzt auch ansetzen. Und dann versucht man da eben mit dem Öffner reinzukommen und das Ganze dann so ein bisschen nach oben zu hebeln. Auch hier sieht man ganz gut, wie sich das löst. Das geht im Normalfall auch immer relativ schnell. Falls das mal nicht so gut geht, dann macht man einfach genau in derselben Technik weiter und geht so einmal um das Gerät herum, hebelt das hier immer weiter auf und irgendwann kommt die einem dann schon mehr oder weniger entgegen. Ansonsten, wie gesagt, einfach weitermachen und dann kann man die einfach vom Gerät abnehmen. Bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier dran machen,
Das Allerwichtigste ist immer sofort erstmal den Akku vom Mainboard zu trennen, dass das Gerät wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und wir sehen den Stecker hier. Und den kann man in dem Fall einfach hier greifen und dann nach hinten rausziehen. Und auch der sitzt sehr schwer. Das ist aber tatsächlich so, sobald er schon nicht mehr ganz hinten sitzt, kann man den dann eigentlich, ist das Gerät dann eigentlich auch schon ohne Strom. Man kriegt den aber auch tatsächlich hier ganz raus. Also so ist es auf jeden Fall mal sicher. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku direkt hier ist die SSD. Die ist jetzt hier auf so einer Kühlpaste. Und hier passt tatsächlich auch nur eine verkürzte SSD rein. Das heißt, man kann da nicht umrüsten auf eine lange. Der RAM ist bei dem Gerät auch, der ist aufgelötet. Also auch den kann man nicht erweitern oder tauschen. Und ja, dann sehen wir hier noch die Lüfter, die sich allerdings einzeln tauschen lassen. Um den Akku auszubauen, muss man die Schrauben, die hier drumherum laufen, rausnehmen. Und da muss man auf jeden Fall auch schauen, je nachdem, was für einen Aufsatz man vorher hatte. Dafür braucht man dann eben auf jeden Fall den Kreuzaufsatz PH0. Und ja, jetzt habe ich gerade mal geschaut, also der PH0 war mir jetzt da tatsächlich, da ist man nicht so gut reingekommen. Ich habe jetzt hier einen PH00 genommen und mit dem funktioniert das hier super. Und wenn man die Schrauben dann gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist hier unten, der hat da so diverse Öffnungen für die Führung und kann den so einfach austauschen. Die SSD sitzt wie gesagt hier unter dieser kleinen Kühlschicht und hier sieht man die Schraube. Das heißt, die muss man lösen und schon kann man die SSD so ein kleines bisschen nach oben hebeln und dann nach hinten aus dem Slot ziehen. Genau, die kann man entweder abmachen, das spielt jetzt keine Rolle, und so dann eben auch tauschen. Und die kommt genau so einfach wieder in den Slot zurück. So ein bisschen nach unten gedrückt. Und man sieht das schon, die hat nur eine richtige Position, nämlich wenn das unten wieder richtig frei ist. Und dann einfach wieder verschrauben und den Kühlstreifen wieder drüber machen. Und ja, super einfach. So, auch die Lüfter kann man einzeln tauschen. Die werden jeweils von den Schrauben hier gehalten. Und dieses Kabel, was hier außen rum läuft, muss man so ein bisschen aus der Führung rausnehmen. Hier ist die Steckverbindung, dazu gleich mehr. Und auch hier drüben sind das eben jeweils die Schrauben. Auch hier läuft ein Kabel so leicht mit rüber. Und bei dem Stecker ist es so, der wird tatsächlich nach oben hin weggenommen. Das zeige ich euch gleich. Erstmal die Schrauben rausnehmen. Und dann kann man den Lüfter nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist hier hinten so ein bisschen eingehängt. Darunter kann man ganz gut sehen. Das Lüfterkabel machen wir da jetzt mal, das Lüfterkabel sage ich schon, das Kabel hier machen wir da jetzt mal raus. Genau, und dann kommt man so auch an den Stecker dran. Und wie gesagt, der wird so ein bisschen nach oben gehebelt. Genau so. Ja, und dann kann man den Lüfter tauschen. Sollte man jetzt mal bei dem neuen Lüfter nicht genau wissen, wie die Verbindung hier wieder dran kommt, dann sieht man auf der einen Seite des Steckers hier Kontakte. Und die müssen in dem Fall jetzt hier nach oben zeigen. Und ich würde hier auch das Kabel zuerst wieder verbinden, einfach auch wirklich, damit man das schlicht und ergreifend nicht vergisst. Also das einfach von oben wieder drauf stecken.
Und dann kann man den Lüfter hier so ein bisschen drunter schieben. Auch das Kabel hier wieder in die Führung. Genau so. Und einmal hier drüber. Damit das nicht verknickt, ist das schon wichtig. Und dann liegt er aber schon genau wieder auf den Gewinden und muss eigentlich nur noch verschraubt werden. Also auf jeden Fall keine schwere Sache, hier die Lüfter zu tauschen. Genau, und das andere, die andere Seite ist natürlich ganz genauso. Da hat man dann hier eben das Kabel und hier den Stecker, auch den nach oben hinweg machen und auch hier zeigen die Kontakte nach oben. Den Akku kann man einfach wieder in die Position legen. Wie eingangs schon erwähnt, hat er hier drüben so kleine Öffnungen. Das heißt, man kann den da ganz genau drauf positionieren. Hier drüben genauso. Und dann fällt er einfach automatisch schon wieder in seine Position. Ich persönlich fand jetzt beim Aufmachen, dass das hier super wenig Platz ist. Das heißt, ich würde jetzt hier mal versuchen, zuerst den Stecker wieder zu verbinden. Zumindest schon mal so einigermaßen hier reinzubekommen. Und dann kommt er auf die Position. Und dann kann man den Stecker hier auch wieder richtig reinschieben, dass der wirklich bis zum Anschlag sitzt. Sieht man hier. Und ja, dann muss man den nur noch verschrauben und hat das erledigt. Die Unterseite legt man einfach jetzt wieder von oben auf das Gerät. Die hat jetzt auch nicht so viele Einraststellen, aber dafür welche, die gut sitzen. Das heißt, ich fange jetzt hier von unten an, alles wieder richtig reindrücken. Ich gehe am Ende auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Und ja, dann kann man das Gerät wieder zuschrauben. Nicht vergessen, die Schrauben hier sind Torx-Schrauben, braucht man einen anderen Aufsatz. Und ganz am Ende einfach die Gummischiene wieder hier rein. Die hat ja hier so kleine Ausbuchtungen. Und ja, so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.